Der Sponsor der heutigen Sendung ist Necton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Necton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen heute, zwei wie immer wunderhübsche Schwarz-Weiß-Theos, ne? Argentinische Theos, Salvator merinae heißen sie jetzt ja mittlerweile, ne? Früher Tupinambis, jetzt Salvator. Ich habe euch auch mal den Vergleich mitgebracht. Hier in meiner linken Hand ist so ein High White mit höherem Weißanteil. Das hier ist so die normale Farbe der in meiner rechten Hand. Ne, da kann man so ganz schön den Unterschied sehen. Die High White sehen natürlich schon recht hübsch aus. Der in der rechten ist natürlich auch hübsch, ist einfach ein bisschen dunkler. Wobei ich glaube, in dem Fall sogar ein überdurchschnittlich dunkles Tier erwischt habe. Vielleicht auch, dass man den Kontrast ein wenig schöner sieht. Ne? Also es gibt auch einige Tiere, die farblich so zwischendrin sind. Aber er hier ist so ein recht hübscher High White. Jetzt wollen sie beide weg. Einfach mal als Intro-Tierchen euch zu zeigen, den Vergleich. Unser Thema heute sind die grünen Leguane. Also gerade waren wir bei den Theos, da waren wir schon auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Da bleiben wir mit unseren grünen Leguanen. Beziehungsweise der Gag ist ja, früher waren es grüne Leguanen, jetzt gibt es grün, rot und auch blau. Ne? Es gibt so die drei Standardfarben, es gibt da noch mehr mit Albino und so, da kommen wir ganz am Schluss nochmal drauf. Aber so grün, rot, blau, das sind die drei Iguana, die man mehr oder weniger gut und günstig erwerben kann oder regelmäßig erwerben kann. Und eben das ist unser Thema heute. Herkunftsgebiet ist, ich habe es gerade angesprochen, Lateinamerika. Die haben ein relativ großes Verbreitungsgebiet. Grüne Leguane kommen vom Süden Mexikos über ganz Mittelamerika bis zur Hälfte von Südamerika ungefähr. Ne? Also der ganze subtropische, tropische Gürtel Lateinamerikas, da kann man grüne Leguane finden. Ne? Das geht runter bis Brasilien, Peru, so diese Amazonas-Gebiete. Ne? Bis da runter findet man die grünen Leguane. Wohnen in feuchten Gebieten, also feucht in Anführungsstrichen. Also der Lebensraum ist heiß, sonnig. Im Sommer, also in unserem Sommer, ist es feucht. Da regnet es im Prinzip fast jede Nacht und dadurch ist es dann relativ grün. In unserem Winter lässt der Regen nach, ist es trockener und durch die Trockenheit verbrennt das Gras im Prinzip. Und also im Leguan-Gebiet im Winter sozusagen ist es dann eher trockener, heißer, also sonniger, heißer, ohne Regenfälle. Ne? Das ist so das Gebiet, das die mögen. Und da leben die auf den Bäumen, ernähren sich auch rein vegetarisch, kommen wir auch nachher nochmal dazu. Und sind da ein Baumbewohner der grünen, wie soll man sagen, Baumbewohner der grünen Bäume sozusagen. Ja. Hier nochmal vorweg jetzt den blauen. Wenn ich alle drei auf der Hand habe, kann ich die euch ein wenig schlecht vorstellen. Nochmal den blauen, damit man den schön sieht. Werden auch Blue Diamonds werden sie genannt. Das ist eben so eine Zuchtform, vererbt sich rezessiv, by the way. Wird in El Salvador gezüchtet, diese blauen. Und bereichern somit ein bisschen die Produktpalette der grünen Leguane. Ne? El Salvador ist für mich auch das Stichwort. Was wir jetzt reden oder was ich euch darüber berichte, bezieht sich hauptsächlich auf El Salvador. Zum einen, da haben wir unsere Tiere her, zum anderen war ich da schon zweimal. Ich kenne die Zuchtfarmen dort und El Salvador ist
das Land, wo ich denke 80–90% der grünen Leguane herkommen, die im Terraristikhandel verfügbar sind. Es gibt da 2, 3 große bis sehr große Farmen, die im Jahr Hunderttausende von den grünen Leguanen züchten. Zu der Zucht muss man noch dazu sagen, das hat fast ein bisschen Tradition dort. Der grüne Leguan wird und wurde in Mittelamerika gegessen. Das ist wegen so der Feldhase der Mittelamerikaner. Der wurde gejagt, gegessen. Am Anfang in der Natur gefangen, dann hat man Farmen gemacht, wo man die gezüchtet hat als Lebensmittel. Und aus diesen Lebensmittelzuchten sind mehr oder weniger die Zuchten für den Zoohandel entstanden, ne, wo man dann die Tiere gezüchtet hat und international exportiert hat für die Terroristik, für die Terrarianer. Ne. Deswegen das Klima und so, was ich berichte, bezieht sich auf El Salvador. Das wird, je weiter wir südlich gehen, wird deswegen variieren. Ne? Also wenn wir jetzt Tiere haben aus Brasilien, aus dem Amazonasgebiet, da wird das Klima noch ein bisschen feuchter und das Jahr über gleichmäßiger sein. Aber wie gesagt, da die meisten Tiere aus El Salvador kommen, denke ich, ist das auch das Ausschlaggebende für uns. Und wenn ihr die Tiere so haltet, dann werdet ihr alles richtig machen. Ich habe es vorher schon angesprochen, die Sommer in El Salvador sind heiß, schwül, es regnet jeden Tag, jede Nacht regnet es im Prinzip. Das geht so von, sagen wir mal, April, Mai bis in Spätherbst, September, Oktober ist der mittelamerikanische Sommer mit vielen Niederschlägen. Nachts kühlt es ein bisschen ab, geht es auf 20 Grad oder sogar unter 20 Grad. Und tagsüber, wie gesagt, abwechselnd Regenfälle. Aber wenn die Sonne rauskommt, dann knallt die volle Pulle, dann wird es knalle heiß und dann kommen die Tiere raus, sonnen sich und nehmen die Wärme auf. Ne? Also der grüne Leguan, der will die pralle Sonne, der will in der prallen Sonne sitzen. Da kann es 40, 50 Grad haben, da sitzen die da, wärmen sich auf, fühlen sich wohl. Und das ist auch das Klima, was wir denen im Terrarium im Prinzip bieten wollen. Ja? Also tagsüber sehr warm, sehr hell, nachts runter auf Zimmertemperatur, regelmäßig sprühen, damit wir eine bisschen höhere Luftfeuchtigkeit erreichen, wie gesagt, speziell in den Sommermonaten. Und dann fühlen die grünen Leguane sich pudelwohl. Ich hatte es gerade gesagt, ich zeige euch so nach und nach noch nebenher sozusagen ein bisschen die Farben. Hier haben wir jetzt den rotes Jungtier. Gefallen mir auch wirklich sehr schön. Also was ich so schön finde, die doch grünen Bäuche. Ne? Dann haben die diese rötlichen Flanken, schönen roten Bart natürlich. Und das Ganze bleibt auch als adultes Tier. Das Rot wird noch intensiver, wenn sie größer werden. Also ich denke, so am schönsten sind sie so mit knapp 100 cm, also 100 cm mit Schwanz. Da haben die Roten wirklich die tollste Farbe. Ne? Unten das intensive Grün und dann seitlich fängt das Rot so an. Also da bin ich echt auch ein absoluter Fan von den Roten. Kann ich euch wirklich auch empfehlen. Züchterisch ist eine reine Linienzucht. Es gab Tiere, die hatten relativ viel Rot drin. Mit denen hat man weitergezüchtet und so hat man die Roten oder beziehungsweise vielleicht vererbt sich es auch dominant oder kodominant, Linie oder irgendwie eine Mischung aus beidem. So hat man die dann im Prinzip weitergezüchtet. Jetzt kommen wir zu der Größe von den Tieren. Ich habe jetzt heute, blöderweise, wir haben gerade keine adulten Tiere da, die ich euch zeigen kann. Ich kann euch heute nur Jungtiere zeigen. Da habe ich eine recht schöne Auswahl im Moment da an verschiedenen Farben. Aber wir haben eigentlich fast immer 1, 2 Adulte da, im Moment leider nein. Deswegen das Ganze verbal. Adult werden grüne Leguane bis 2 Meter. Ne? Allerdings das meiste ist Schwanz, wenn ihr euch jetzt das prozentual vorstellt. Also bei den Tieren ist ja wirklich 2/3 bis 3/4 Schwanz. Und so ähnlich ist es auch, oder so ist es beim adulten Tier, wenn man sagt 2 Meter, denkt sich jeder, das ist ja wahnsinnig, das ist ja ein riesengroßes Tier. Ja, die grünen Leguane sind groß, ihr braucht viel Platz, definitiv.
aber 2 Meter heißt halt dann auch Körper so 50, 60 Zentimeter und fast 1,50 Meter Schwanz hinten dran. Ne? Also so relativieren sich die 2 Meter wieder einigermaßen. Wobei auch das, wie gesagt, noch sehr groß ist. Also die grünen Leguane, so hübsch und niedlich sie sind als klein und so relativ günstig sie auch sind, ist definitiv ein Terrarientier, was nur für jemanden zu empfehlen ist, der wirklich sehr viel Platz zu Hause hat, sich auch bewusst ist, dass das ordentlich Strom kostet, wenn man sich so ein Terrarium, also für adulte Tiere braucht er, ich würde mal sagen, so 3 bis 4 Meter Breite, 1 bis 2 Meter Tiefe und Raumhöhe müsst ihr als Terrarium zur Verfügung stellen und das Ganze natürlich beheizen, beleuchten, kommen wir nachher noch drauf. Aber das sind dann auch 400, 500, 600 Watt Strom, die da permanent laufen, oder nicht permanent, aber 10 Stunden am Tag laufen oder 12 Stunden. Also da müsst ihr auch ganz schön Strom reinstecken. Das müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr diese hübschen kleinen Tiere bei euch halten wollt. Kommen wir zur Haltung von den grünen Leguanen. Ich habe euch jetzt hier mal haben wir ein bisschen was aufgebaut. So. Das ist ein 90er Reptisu-Terrarium. Das ist natürlich klein, das reicht für so ein Jungtier, was ich euch vorher gezeigt habe, ist das ganz okay, zum den wenig anfüttern oder wenn der gar noch kleiner ist, so ein ganz frisches Baby. Also die vorher, die waren so zwischen 1 und 2 Monate alt, die ihr gesehen habt. Da ist sowas okay, da kann man die ein bisschen größer ziehen, dass die gut ans Fressen gehen. Da macht es Sinn. Viel Klettermöglichkeiten reinmachen, seht ihr hier, da habe ich es vielleicht sogar fast ein wenig übertrieben, aber ich wollte wirklich zeigen, ihr müsst viele Äste reinmachen, die wollen natürlich klettern. Grünzeug könnt ihr, wenn dann, künstliches reinmachen, ne? Irgendwelche Plastikpflanzen. Echte Pflanzen fresst ihr euch natürlich alle weg, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch reinmachen. Muss dann irgendwas sein, was sie fressen können, so ein Golliwog oder irgendwie sowas. Dann ist das auch eine super Sache. Könnt ihr die auch mit reinstellen. Dann irgendwelche so Lianen. Ich habe schon eine reingelegt, so eine dicke, oder es gibt so dünne Lianen. Die sind auch gut. Also die wollen halt wirklich Äste haben, an denen sie gut klettern können. Und dann das Allerwichtigste am Terrarium ist ganz einfach die Beleuchtung. Ne? Ihr könnt entweder so Mischlichtlampen nehmen. Ne? Diese Mischlicht gibt es ja von 75 bis 160 Watt. Haben UV-Licht mit drin, haben Wärme mit drin, haben die Lichtintensität mit drin. Das ist wirklich gut, beziehungsweise die Alternative dazu sind die HID-Lampen, die sind dann aber immer mit Vorschaltgerät, das macht die dann nochmal einiges teurer. Vom Licht auch wirklich absolut super, die HID-Lampen. Ist im Moment von der Technik her eigentlich das Beste, was es an Technik gibt, aber in Verbindung mit Vorschaltgerät in der Anschaffung etwas teurer. Aber wirklich das Herzstück von dem Leguan-Terrarium muss die Beleuchtung sein. Ne? Da müsst ihr eins von den beiden Sachen müsst ihr verwenden. Mischlicht oder HID, ohne das geht es überhaupt nicht. Also mit Röhren oder mit irgendwelchen Energiesparlampen oder sowas könnt ihr alles vergessen, könnt ihr keine Leguane aufziehen. Die wollen es extrem warm. Die wollen unterm Sonnenplatz 40, 45 Grad haben. Die wollen es extrem hell, ne? Wirklich, die sitzen in, wie gesagt, El Salvador zum Beispiel, wirklich in der prallen Sonne und die brauchen den UV-Anteil. Ne? Also die Hauptaugenmerk in der Investition müsst ihr wirklich auf die Beleuchtung legen. Bei so einem kleinen Terrarium, wie ich es hier jetzt habe, denke ich, wenn man die Lampe wenn ihr die oben drauf macht, dann ist eine 125er gut. Die würde ich jetzt einfach mittig hier oben drauf stellen, mit dem Reflektor oben drauf machen. Wird das Terrarium schön ausgeleuchtet. 125 Watt für die Größe sind genau richtig. Umso größer das Terrarium wird, umso mehr von den Lampen müsst ihr reinmachen, dann die ganz groß mit 150, 160 Watt müsst ihr halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nach Terrariengröße davon reinhängen, so viel wie ihr einfach braucht. Ich würde an eurer Stelle nicht mit irgendwas anderem beheizen, das macht keinen Sinn. Macht Heizung, Licht, macht alles mit diesen Strahlern. Ne? Wenn ihr eine Röhre irgendwo reinmachen wollt, um gleichmäßiger gleich auszuleuchten. Ne? Manche Leute sagen, ja, wenn da die Spots drin sind, dann ist es ja oben ein bisschen dunkler, dann sieht es so komisch aus. Dann kann man da noch ein paar Röhren reinmachen, um das noch ein gleichmäßiger auszuleuchten. Kann man machen, aber was die Tiere wirklich brauchen, sind diese Strahler.
Das ist einfach das A und O. Dazu noch Thermometer bzw. Thermohygrometer, um die Temperatur zu messen. Als Bodengrund, den habe ich hier mal bewusst weggelassen, eine kleine Warnung oder Tipp für euch. Als Baby oder Jungtier gehen die grünen Leguane hin und fressen manchmal vom Boden irgendwelcher, zum Beispiel Kot von anderen Tieren. Ne? Das machen die in der Natur auch so. Wahrscheinlich nehmen die dadurch irgendwelche Bakterien, irgendwelche nützlichen Bakterien auf. In der Terroristik machen sie das zum Teil auch. Egal was ihr reinmacht, ob ihr Sand reinmacht, Holz reinmacht, müsst ihr wirklich aufpassen. Bei größeren Tieren ist das kein Problem. Die Jungtiere, die Babys, haben wir die letzten Jahre festgestellt, kann es ein Problem werden. Dann fressen die zum Beispiel das Holzeinstreu und kriegen einen Darmverschluss. Wirklich eine gefährliche Sache. Also mir tun die Kleinen, wenn sie ganz frisch kommen, erst mal 2-3 Monate auf Zeitung halten. Ja, sind sie dann größer, hat sich das alles erledigt, dann tun wir sie wieder auf Holz halten zum Beispiel. Auf Kokoshumus kann man sie halten. Das ist dann wirklich okay, aber nicht als Baby. Ne? Wenn ihr so kleine kriegt, wirklich am besten haltet sie steril, entweder auf Zeitungspapier oder auf Kunstrasen, kann man auch machen. Aber irgendwas, wo die kein Bodensubstrat mitfressen können, das Risiko solltet ihr vermeiden. Kommen wir zur Ernährung von den Tieren. Der grüne Leguan ist überwiegend Herbivor. Also ihr könnt im Prinzip dieses Leben lang mit Salat, dann haben wir hier mal so Löwenzahn hingelegt. Das ist natürlich ein super Futter. Eben irgendwelche Kräuter draußen, Spitzwegerich. Auf den Leguan-Farmen, da tun sie auch irgendwelche Blätter ernten in großen Mengen und verfüttern sie an die Leguane. Also damit kann man Leguane das Leben lang ernähren. Man kann gleich ein bisschen tierisch dazu füttern, so Heimchen, Heuschrecken habe ich jetzt mal hier hergestellt. Könnt ihr also gerade auch bei Jungtieren ein bisschen mit dazugeben. Ist natürlich eiweißreicher wie das Grünfutter. Dadurch wachsen sie ein bisschen schneller. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Was sie auf den Farmen auch machen, es wird auch mit Pellets gefüttert. Ne? Die Pellets werden feucht angemischt, angerührt. Also die Pellets gibt es ja auch bei uns zu kaufen, die Iguana-Pellets. Kann man auch machen. Muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel so eiweißreiches Futter gibt, sondern schon versucht, die Ernährung großteils vegetarisch zu halten. Weil die schon einfach zu schnell wachsen, rachitisch werden dadurch, Knochenverformungen kriegen und dann habt ihr kein schönes, gesundes Tier, beziehungsweise natürlich auch innerlich verfetten, was den Tieren auch schadet. Ne? Was dann ein ganz wichtiger Punkt ist, ihr müsst das Futter bestäuben mit Mineralien. Nekton hat da tolle Produkte, das Nekton MSA, alter Klassiker, gibt es seit jeher. Damit hat man schon vor 30 Jahren sein Leguan-Futter bestäubt. Es hat gut funktioniert. Dann gibt es relativ neu das Nekton Rep Calcium Pur. Das ist ein reines Calciumpräparat für grüne Leguane, kann man geben, dann in Verbindung zum Beispiel mit so einem Nekton Iguana, ne? Also das ist rein Calcium. Andere Mineralien muss man dann über MSA zum Beispiel oder über Nekton Iguana mit dazugeben. Wirklich über jede Fütterung, über den Salat drüber streuen, beziehungsweise wenn ihr Insekten füttert, die Insekten damit einstäuben und dann könnt ihr sicher sein, dass in Verbindung mit dem UV-Licht, über das ich gerade gesprochen habe, dass euer Iguana wächst und gedeiht und ein wunderschönes Tier wird. Kommen wir noch eben speziell zur Haltung von den Tieren. Ihr könnt grüne Leguane einzeln halten, definitiv in Ordnung für das Tier. Verwechselt es nicht mit dem Säugetier, die sind bestimmt allein auch glücklich und zufrieden. In der Natur ist es auch so, also gerade Männchen sieht man immer natürlich nur allein irgendwo rumsitzen, beziehungsweise vielleicht irgendwelche Weibchen in der Nähe, die dann aber allenfalls bepaart werden oder begattet werden. Aber ansonsten, also ein zweites Männchen wird sowieso nicht geduldet. Das heißt für euch in der Terroristik genau das Gleiche. Ihr könnt ein Männchen allein halten, ihr könnt ein Pärchen halten, ihr könnt eine kleine Gruppe, ein Mann, 2 Weibchen halten, ihr könnt 2 Weibchen miteinander halten. Also ihr dürft mehr oder weniger alles machen, bloß keine 2 Männer miteinander halten.
aber ihr dürft auf jeden Fall einen grünen Leguan auch einzeln halten. Ja. Ist für das Tier okay, und da muss man einfach das Säugetier von wegen, ach, der ist ja ganz allein, das muss man ein wenig ausschalten. Also in der Natur sitzen die auch allein in ihrem Baum und sind glücklich und zufrieden. Vom Wesen her ist der grüne Leguan relativ scheu erstmal, ne? Merkt man auch bei den Jungtieren, die haben schon eine relativ hohe Fluchtdistanz, ne? Ich würde mal sagen, ein bisschen anders wie eine Bardergame oder wie manche andere Echsen, die fast von Natur aus zahm sind. Probiert der grüne Leguan erstmal abzuhauen. Um die zahm und brav zu kriegen, muss man sich Zeit und Geduld muss man aufbringen. Ihr könnt's, also die radikale Methode ist eigentlich das, was ich jetzt mache, indem man sie einfach rausnimmt, auf die Hand nimmt und lange spazieren trägt. Mit der Zeit baut er seine Angst ab und merkt, dass ihm nichts passiert. Da wird hier gleich der Shitstorm wieder losgehen hier oder bei den Kommentaren, das arme Tier, wie kann man den in Anführungsstrich mit Gewalt zähmen, beziehungsweise dann kommt meine Story wieder, setzt euch vor den Fernseher und habt ihn einfach ein wenig auf der Hand. Das ist auch so ein Klassiker, da regt sich der ein oder andere auch ganz liebend gern drüber auf, aber ist eine Methode, wie sie auf jeden Fall zahm werden. Ihr könnt probieren, übers Futter natürlich die Tiere zahm zu bekommen, ne, dass ihr versucht, die vielleicht erst von der Pinzette mit ein bisschen Abstand zu füttern, dann immer näher hingeht, den Salat von der Hand füttert. Ist sicherlich eine Möglichkeit, was aber wahnsinnig Zeit und Geduld erfordert. Probiert es aus. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch einen grünen Leguan zulegt, ihr gebt euch die Mühe, dass das Tier brav und zahm wird oder zutraulich wird. Weil wenn ihr einen grünen Leguan habt, der wirklich 40, 50, 60 Zentimeter Körperlänge hat und nicht zahm ist, dann ist das wirklich eine mühsame Sache, ne? Also nicht nur, dass der jedes Mal, wenn ihr ans Terrarium geht, vielleicht wegrennt und sich die Schnauze am Terrarium anschlägt, das ist ein Punkt. Aber auch wenn ihr den hantieren wollt, wenn ihr ihn anschauen wollt, wenn ihr gucken wollt, ob was okay ist oder wenn ihr womöglich mal wirklich zum Tierarzt damit müsst oder wenn ihr das Terrarium sauber macht und das Tier ist scheu und nicht zutraulich, macht dem Tier keinen Spaß und euch keinen Spaß. Große grüne Leguane können auch wirklich brutal beißen, also so Bisswunden. Vor ein paar Jahren ging mal durchs Internet sowas, wo jemand in die Nase gebissen hat und eine ziemliche Wunde im Gesicht hatte, der Terrarianer. Ich glaube, das war in den USA. Aber auch in die Hände. Dann haben sie wahnsinnig scharfe Krallen. Ne? Wenn ihr ein größeres Tier, bei so einem Jungtier, da macht es noch nichts. Aber wenn der größer ist, ihr die rausfangt und die nicht zahm sind, verkratzen die euch auch wahnsinnig die Arme. Mit dem Schwanz können sie ausschlagen. Das ist ehrlich gesagt am harmlosesten, wenn die mit dem Schwanz hauen. Das fetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist das, was mir eigentlich am wenigsten ausmacht. Also kratzen, beißen, das ist wirklich sehr unangenehm. Deswegen, wie gesagt, würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch so einen grünen Leguan anschafft, nehmt euch beim Jungtier die Zeit, dass der zahm wird, dass er zutraulich wird, und dann habt ihr definitiv mehr Spaß und mehr vom Tier, und das Tier selber hat wahrscheinlich auch mehr davon, wenn er nicht jedes Mal abhauen muss, wenn ihr in die Nähe kommt. Kommen wir noch zur Zucht von den grünen Leguan. In der Terroristik spielt es vielleicht nicht gar so die riesengroße Rolle wie jetzt bei vielen anderen Terrarientieren, weil die zu züchten braucht man wirklich extrem viel Platz. Also wenn man dann nicht nur, also ein Tier braucht schon viel Platz, 2 Tiere braucht noch mal ein Stückchen mehr Platz. Das ist wirklich eine schwierige Sache, aber absolut machbar in der Terroristik. Die Zucht selber sieht so aus. Ich sage es euch jetzt am Beispiel von den Zuchtfarmen von El Salvador. Ich habe vorher gesagt, im Sommer, in unserem Sommer, regnet es dort, ist relativ die feuchte Jahreszeit, und im Spätjahr, so im November, hört der Regen langsam auf. Es wird ein bisschen kühler, ne? Also auch unser Winter kühlt dort auch gleich ein bisschen ab. Nachts vor allem gehen die Temperaturen runter. Am Tag ist eigentlich weiterhin relativ sonnig, aber nachts gehen die Temperaturen ein bisschen weiter runter. Und das ist die Zeit, wo die Männchen, also durch diese Abkühlung werden die Männchen zur Paarung stimuliert.
haben in der Zeit wohl auch nichts anderes im Kopf, wie sich zu paaren und zu vermehren. Ne? Also die auf den Farmen sagen, so, da fressen die nichts in der Zeit. Ne? So 1 bis 2 Monate wollen die nicht immer Futter haben, sondern weil sie wirklich einfach auf die Paarerei fokussiert sind. Die paaren dann 1, 2 Monate lang, also die kühlen Monate, November, Dezember, so die trockenen Wintermonate, wird gepaart. Und Ende Januar, Februar hauptsächlich ist dann die Eiablage. Ich muss kurz auf meinem Spickzettel nachgucken, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Ende Januar, Februar ist die Eiablage. Da legen die Weibchen ihre Eier ab. Die verbuddeln sie im Boden. Ne? Die auf den Farmen, die bauen dann so Erdhügel, tun die wenig so aufschütten, da graben die sich rein, legen ihre Eier in diese Erdhügel rein auf den Boden und machen die Löcher wieder zu und hauen ab die Weibchen. Dann inkubieren die 6 bis 8 Wochen, bleiben die da drin und jetzt muss ich überlegen, wir waren Februar, März, April. Im April fängt so langsam die feuchtere Jahreszeit, da kommen dann wieder so die ersten Regenfälle und diese ersten Regenfälle, das scheint wohl auch die Jungtiere im Ei anzuregen, dass sie aus dem Ei rausschlüpfen. Ja, also dann das Prasseln von dem Regen oder vielleicht auch die Feuchtigkeit, irgendwas scheint bei den Jungtieren dieses Schlupfmechanismus auszulösen. Und dann schlüpfen die nach der Inkubationszeit und verkriechen sich. Wenn man sich das auch mal von der Biologie oder vom Sinn her überlegt, das macht natürlich auch Sinn. Ich habe ganz am Anfang gesagt, der Winter, der ist relativ trocken, da ist kein Regen, scheint natürlich trotzdem die Sonne, da dörrt alles ein bisschen aus. Ne? Wenn er da nach El Salvador oder Mittelamerika geht, da sieht es gar nicht sonderlich tropisch aus, sondern eher trocken, also weniger grün, sondern eher braun. Und wenn dann die Regenzeit wieder anfängt, dann sprießt alles, da sprießen die Gräser, da wächst, sei es der Mais oder das Getreide oder natürlich die Pflanzen in der Natur, alles wird grün und das ist für die Babys eigentlich die ideale Zeit. Ne? Zum einen können sie sich in dem ganzen Grünzeug verstecken und zum anderen haben sie massig Nahrung, wo sie fressen können. Ne? Also biologisch macht es auch Sinn. Für die Terroristik vielleicht als Anmerkung: Wenn man die Tiere züchtet, wenn man vielleicht Probleme hat mit dem Schlupf von den Eiern oder von der Inkubation, dass die am Ende der Inkubationszeit nicht selbstständig aus den Eiern kommen, mit diesem Regen oder so, vielleicht mit der Luftfeuchtigkeit, aber vielleicht auch wirklich mit Einsprühen oder sowas, das bisschen zu stimulieren, dass die aus den Eiern schlüpfen. Ne? Das kann vielleicht auch helfen, dass man da keine Probleme hat, dass die im Ei drin bleiben und nicht schlüpfen und im Ei absterben. Ne? Das als kleiner vielleicht Gedankenanregung für die von euch, die mit den Tieren züchten wollen. Kommen wir zum Schluss noch zu den Farbvarianten. Hoppla, der darf mir nicht abhauen, das wäre blöd. Die gibt es schon seit vielen Jahren eigentlich auch als Albinos. Ne? Hier haben wir so einen kleinen albino-grünen Leguan. Werden seit vielen Jahren gezüchtet, nach wie vor, aber doch noch relativ selten. Also so eine Massenproduktion, sage ich mal, wie es bei den anderen Farben gibt, scheint bei den Albinos noch nicht zu funktionieren. Aber eben wunderhübsche, die Fliege hier, wunderhübsche gelbe Tiere, gelb-grün, ich weiß nicht, wie man die Farbe nennen soll. Also ihr wisst, ich bin ein Farbvarianten-Fan und die Albinos sind super hübsch, da gibt es mal gar nichts. Ich zeige euch jetzt gleich mal noch, also das ist jetzt ein Albino vom Grünen und ich zeige euch gleich noch eine andere Farbe, die auch richtig super kommt. Was ich gerade meinte, ist der in meiner linken Hand. Das ist ebenfalls ein Albino, aber von den roten, ne, man sieht es, dieser Orange-Einschlag, das kommt von der ursprünglich roten Farbe, ne, also ist sozusagen ein Albino Red, Albino Red Green Iguana, ne? Die kriegen dann so ein hübsches Orange, ne? Also auch, ich denke, der wird auch schön, bin ich mal gespannt im Lauf des Wachstums. Vor allem jetzt in Anführungsstrichen die normalen Albinos, die tendieren vom Gelb ja auch relativ stark ins Grüne und jetzt der durch sein Orange
bin ich wirklich mal gespannt, wenn der größer wird, wie der sich weiterentwickelt. Könnt mir vorstellen, das wird auch ein super oder ein besonders schönes Tier. Ne? Und was es auch relativ neu gibt, sind diese Translucent heißen die. Ne? Das ist der hier. Ich weiß nicht, farblich, ich kann ihn bis jetzt noch nicht ganz sicher zuordnen. Also mir sieht er aus wie ein blauer eigentlich, also sowas Hypoblau. Die Augen sind dunkler wie beim Albino, also es ist nicht irgendwie Albino Blue, sondern dann müsste er eigentlich rötere Augen haben. Ich denke, er ist vielleicht so eine Art hypomelanistisch und das Ganze noch in Verbindung mit dem Blau. Ne? Also auf den Farmen oder in Mittelamerika sagen sie translucent dazu, auch nochmal eine wirklich hübsche Farbvariante. Ne? Was mir gerade bei der Gelegenheit noch einfällt, wenn ich hier diesen kleinen Orangenen angucke, das war so wirklich mit ziemlich der kleinste, den wir bekommen haben. Noch ein Trick, wenn ihr Jungtiere habt oder besonders kleine Jungtiere, die gehen auch unheimlich gern an Beeren, an Obst ran. Eigentlich liest man in der Literatur, man soll nicht zu viel Obst füttern, da wäre zu viel Phosphor drin, schlecht fürs Phosphor-Calcium-Verhältnis. Wir machen es seit einiger Zeit so, wenn wir so kleine Tiere haben, wir geben denen am Anfang, wir halten sie relativ eng, geben denen viel Obst, weil sie es einfach gern fressen. Da fressen die sich richtig voll oder auch gerade nach dem Umsetzen zum Beispiel. Was auch toll funktioniert, ist Dosenmilch oder Kondensmilch, ne? Also so Kaffeemilch mit der Pipette zu geben. Ne? Wenn ihr wirklich so einen kleinen Nachzügler habt, der ein bisschen mickrig daherkommt, sage ich mal, probiert es mit der Pipette, das tun sie wirklich gern auflecken. Ne? Hält man denen die Pipette hin, lecken die so 2, 3, 4 Tropfen von der Kondensmilch, da ist relativ viel Fett drin. Ich glaube, dieser Schub, der tut denen am Anfang ganz gut. Haben wir jetzt schon öfters gemacht bei irgendwelchen kleinen Tieren, haben auch nie was Negatives feststellen können. Also die sind nicht irgendwie rachitisch geworden durch den hohen Fettanteil oder so oder auch durch den höheren Obstanteil. Ne? Wenn man Beeren, Banane, Mango haben sie ganz gern gefressen. Also wenn ihr so einen Zögling habt, das könnt ihr auf jeden Fall probieren. Wie gesagt, ich habe noch nie was Negatives feststellen können. Natürlich weiterhin Mineralien geben, D3 geben und dann kann man wirklich, also so ein kleiner hier, ich zeige ihn euch mal bei Gelegenheit ein paar Folgen später wieder. Ich bin mir sicher, bis in ein paar Monaten haben wir hier ein richtig hübsches, großes, kräftiges Tierchen. Könnt ihr gespannt drauf sein. Was ich noch vergessen habe, ist die Geschlechtsbestimmung der grünen Leguane. Ist keine einfache Sache. Ne? Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, was ihr vergessen könnt. Also manche Leute sagen ja hier so der Kehllappen, größerer Kehllappen, Männer, kleinere Weibchen und so weiter. Das mag bei einem Riesenmännchen vielleicht stimmen, aber bei einem Jungtier oder sowas seht ihr da gar nichts an dem Kehllappen. Das könnt ihr völlig vergessen. Auch der Kamm, klar, ein richtig großes Männchen hat einen richtig großen Kamm. Ne? Die können so Zacken auf dem Rücken haben oder noch länger. Das haben adulte Männer. Daran seht ihr, wenn es ein Riesenvieh ist und der so Zacken hinten drauf hat, ist ein Männchen. Aber bei Jungtieren im Wachstum das gleiche Problem, könnt ihr fast nicht unterscheiden, Männlein, Weiblein, das ist ein minimaler Unterschied. Meiner Meinung nach die einzige sinnvolle, oder wie man sehen kann, ist anhand der Hemipenisse. Ne? Die Männchen haben, wie die meisten Echsen auch, 2 Penisse, laufen Kloake, Schwanz abwärts und ab einer Größe von, ich würde mal sagen, also mit Schwanz 60, 70 cm mit Schwanz kann man so langsam, wenn man so am Schwanz guckt, kann man das so ein wenig erkennen, die 2 Penistaschen. Das ist die einzig sichere Methode, nach der man es bestimmen kann. Ich glaube, die geht auch relativ gut. Wie gesagt, so 70, 80, 90 cm sieht man es dann recht deutlich bei den Männchen. Also ich traue es mir zu, das in, sage ich mal, 95% der Fälle sicher zu bestimmen. Aber bei so Jungtieren, die ich euch die ganze Zeit jetzt gezeigt habe, keine Chance. Man könnte sie vielleicht sondieren, würde ich euch nicht raten, machen wir selber auch nicht. In der Größe völlig schwierig, riskant. Wie gesagt, wartet auf 60, 70 cm und dann könnt ihr anhand der Penistaschen schauen.
Dann wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur, nach wie vor, wie die letzten 20 Jahre auch, der Gunter Köhler, der deutsche Papst der Iguanas, hat dieses Buch geschrieben. Im Prinzip ist es fast das gleiche Buch, einmal als Softcover, einmal als Hardcover, beziehungsweise das Hardcover ist noch mal ein wenig umfangreicher, geht noch gleich ein wenig mehr in die Details. Wenn ihr euch Iguana anschaffen wollt, würde ich euch eins der Bücher empfehlen. Wie gesagt, Softcover, Hardcover. Softcover ist einfach ein wenig günstiger, Hardcover gleich ein wenig umfangreicher. Wirklich gut, lest sie euch durch, dann seid ihr in Verbindung mit unserer Reptil-TV-Sendung Iguana Profis. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.